Die Idee mit dem Buff-Peng, der skaliert, ist schon super. Dass der Buff-Peng immer besser wird, eben nach deinem Level. Man sich einfach da buffen lässt. Wenn man keine M hat. Yeah. Aber sie haben die Chance verkackt. Sie hatten die einmalige Chance bei Flive Universe. Naja, da hatten sie wahrscheinlich niemals die Chance, weil es ein Browser-Game ist. Und was hält die Leute hiervon bitte ab, einfach 40 Accounts zu erstellen und damit zu spielen? Aber theoretisch hätten sie die einmalige Chance gehabt, bei Flive Universe sowas Ähnliches einzuführen. And they didn't do it. Und jetzt ist es zu spät. Wenn sie jetzt Multi-Accounting verbieten würden, würde einfach literally jeder quitten. Das würde das Game töten. Das wissen viele nicht mehr, aber bei Flive, muss ich mal raussuchen, wann das war. Hab natürlich ein Video drüber. Wie könnte es auch anders sein? Weil ich glaube, es war ein Livestream, wo ich hauptsächlich drüber geredet habe. Aber ein Video gab es safe auch. Es gab mal ein Video bei Flive PC. Ich weiß leider nicht mehr, wie viel es war. Aber da haben sie die Anzahl der maximal möglichen Exen, also damals war es ja wegen Client-based, war es ja immer Punkt-Exe. Hat man immer gesagt, so und so viele Exen hat man offen. Und ich weiß es echt nicht mehr, aber ich glaube, sie haben die maximal mögliche Anzahl irgendwie auf 5 verringert oder so. Also es war ja quasi unendlich. Es ist so viel, wie dein PC schafft. Wenn dein PC 50 schafft, 50. Wenn dein PC 5 schafft, dann 5, whatever. Aber sie haben es dann quasi so gemacht, dass es technisch nicht mehr möglich ist, mehr als... Und es waren weniger als 8, ich glaube, es waren 5. 3 oder 5, ich glaube 3 waren es nicht, ich glaube, es waren 5. Aufzumachen. Und es gab so einen heftigen Shitstorm, dass sie innerhalb von weniger einer Woche, glaube ich, es sofort geändert haben. Und da bin ich mir nicht mehr sicher. Es waren auf jeden Fall mindestens 8 auf jeden Fall. Dass du halt das auf jeden Fall, dass du halt wieder volle Party und so selber stellen kannst und alles drum und dran. Ist ja nichts, was man erst seit Flive Universe macht. Das macht man ja schon seit Jahrzehnten. Und auf jeden Fall, lange Rede, kurzer Sinn. Die Quintessenz war, sie haben es einmal probiert zu ändern. Ich weiß auch gar nicht warum. Ich glaube, sie haben es gar nicht begründet. Wahrscheinlich wegen Bot-Usern oder so, keine Ahnung. Wird irgend so ein klassischer Generic-Grund gewesen sein, um irgendwas einzudämmen, was ihnen wahrscheinlich ein Dorn im Auge war. Aber was sie halt nicht realisiert haben, was halt auch echt verwunderlich ist, weil das müsste man eigentlich schon wissen, weil das war ja nicht irgendwie 2008 oder so, das war 2015, 16, 17 oder so, also es ist noch gar nicht so ultra lange her. Das heißt, zu dem Zeitpunkt hätte man eigentlich wissen müssen, dass wenn du jetzt plötzlich nach 10 Jahren anfängst, da, hey Leute, ihr dürft jetzt nicht mehr unendlich viele Fenster öffnen, dass es den Leuten ein kleines bisschen gegen den Strich gehen könnte und man da vielleicht einen kleinen Shitstorm abbekommt, wenn man das einfach mal so beschließt. Und natürlich haben sie auch niemanden vorher gefragt oder so oder irgendwie Feedback gesammelt, sie haben es einfach gemacht und der Shitstorm war gewaltig und wenn sie es nicht wieder rückgängig gemacht hätten, wäre das Game damals vielleicht schon gestorben und es wäre nie zu einem Flive Universe gekommen zum Beispiel. Also gut, gestorben wäre es vielleicht nicht, aber es hätte instant die Spielerzahl wahrscheinlich halbiert oder so. Also wäre schon schlimm gewesen, wenn sie das gemacht hätten. Oder wenn sie es permanent so gelassen hätten. Und da haben sie es ja nicht mal auf 1 verringert. Das ist ja das Lustige dran. Sie haben es nicht mal auf 1 verringert, sondern sie haben nur die maximale Anzahl von unendlich auf 5 verringert. Und jetzt stell dir vor, sie würden es auf 1 verringern. Also nicht mal auf 2, sondern auf 1. Das würde literally keiner würde das mitmachen. Sagen zweimal alle so, ach, wenn jeder nur einen Char spielen würde, wäre das doch geil. Können wir mal ausprobieren, Social Experiment. Sie verändern es wirklich auf 1. Da kannst du gucken, am nächsten Tag ist kein altes Arschloch online, weil einfach jeder sagt, ja, dann spiele ich auch nicht mehr. Kannst dir sicher sein, am nächsten Tag ist kein Mensch online. Die quitten alle instant, weil das keiner mitmachen würde. Das kannst du vergessen bei Flive. Hat sich halt einfach so etabliert. Das Spiel ist literally unspielbar ohne Ringmaster, also ist 2 das absolute Minimum. Außer, wie gesagt, man würde die Ringmaster-Buffs auf den Buff-Peng übertragen, dass man keinen Ringmaster mehr braucht. Aber ja. So viel dazu. Also, das haben sie schon mal probiert, so in der Art zumindest. Und es ist kläglich gescheitert.
Also würde es niemals funktionieren. Die Leute machen das einfach nicht mit. Und ganz ehrlich, das ist auch ein guter Grund. Das Spiel ist so designt, dass du es eigentlich mit mehreren Chars spielen musst. Oder du hast auf jeden Fall extreme Vorteile, wenn du es tust. Heißt ja nicht, dass du es machen musst. Wenn du dagegen bist, du kannst ja auch sagen, du spielst nur einen Char. Nur das ist halt das Problem, wenn du wirklich nur einen Char spielst, bleibt dir fast keine andere Wahl, als einen Ringmaster zu spielen. Weil es die einzige Klasse ist, die man wirklich solo in Anführungszeichen spielen kann. Also wo du halt nicht von anderen Leuten dann abhängig bist, weil jede andere Klasse außer Ringmaster ist halt von anderen Spielern abhängig, nämlich von Ringmastern. Das heißt, nur ein Ringmaster wiederum ist nicht abhängig von einem anderen Ringmaster. Und das heißt, die Auswahl der Klasse ist sehr begrenzt. Und da die meisten Leute ja nicht mal einen Main Ringmaster spielen, Ringmaster ist eigentlich immer nur das, was man als zweites nimmt, dann BP? Nee. Was bringt dir ein BP? Da müsstest du eine zweite Stat-Page mit Full Int machen und bräuchtest ein komplettes zweites Equipment mit Int und so. Außerdem würdest du trotzdem keine Ringmaster-Buffs haben, also auch ein BP wäre Trash. Nur Ringmaster kann man truly solo spielen. Oh, Nafta, danke für den Resub. Appreciated. Nur Ringmaster ist die einzige Klasse, die man ohne irgendeine Einschränkung solo spielen kann und man kann sagen, man hat keinen Nachteil. Alle anderen hast du heftige Einschränkungen und oder Nachteile. Wenn dir nicht permanent jemand anders hinterherläuft, der für dich bufft. Nur Ringmaster kann das. Int our EBP. Int our EBP ist Trash. Und wie gesagt, habe ich gerade schon gesagt, du hast keine Ringmaster-Buffs. Ringmaster-Buffs sind GT und SF und Protect. Und GT ist der beste Buff im Spiel. SF ist wahrscheinlich der dritt- oder viertbeste Buff im Spiel. Also no, auch ein Int our EBP ist Trash, Solo. Auch der braucht einen Ringmaster zwingend. Sicher auch ohne machbar. Ja, aber es ist einfach literally 20% schlechter. Warum solltest du das spielen? Das ist einfach Zeitverschwendung. Es ist so viel schlechter als ohne AM-Buffs. Als mit AM-Buffs, ohne AM-Buffs. Das ist absoluter Dogshit. Das ganze Game ist so designt, dass du immer und überall einen Ringmaster brauchst. Also nicht nur Buffs, sondern du brauchst eigentlich einen Ringmaster.